Er holt den Ball hier ganz stark. Ballverlust. Ja, komm. Oh, es geht schon los. Ja, guten Tag und herzlich willkommen hier bei dem YouTube-Channel Meppen MAG DICH der Stadt Meppen. Heute wieder mit mir, Simon vom Fanprojekt, und ich habe heute einen Gast hier zum Interview, und zwar Niklas Albers, und zwar Abteilungsleiter vom SV Meppen der E-Sports-Abteilung. Moin Simon. Moin, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ja, ich habe gerade an der Konsole schon gesehen, spielerisch sind wir nicht unbedingt auf einem Niveau, aber ich bin auch kein E-Sportler, von daher verzeihst du mir hoffentlich meine Skills. Auf jeden Fall, kein Problem. Sehr schön. Zuallererst möchte ich natürlich auch von dir wissen, wie geht's dir? Bist du gesund? Ist deine Familie gesund? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin davon nicht betroffen. Bei mir jetzt in der Familie, bis auf einen Fall jetzt auch keiner. War nur in Quarantäne, also nichts Schlimmes. Da muss man sich keine Sorgen machen. Meine Jungs in der E-Sports-Abteilung auch alle gesund. Also klagen kann ich bislang keine verschreiben. Okay. Du bist Abteilungsleiter der E-Sports-Abteilung. Was muss man sich darunter vorstellen? Also was sind deine Aufgaben so? Also ich bin jetzt persönlich für den 1-gegen-1-Bereich zuständig. Dennis Schnieders selbst für den Pro-Club-Bereich. Ich kümmere mich darum, dass ich Spieler scoute, Verträge quasi schreibe und die weitergebe an den SV Meppen, Online-Trainings organisiere, Turnieranmeldungen mache und mich einfach um das Wohl der Spieler kümmere. Okay, also selber spielst du gar nicht mehr E-Sports? Also ich habe ja eine Zeit lang für den SV Meppen E-Sports gespielt. Die Leistungen an sich waren in dem Endeffekt jetzt nicht ganz E-Sports-würdig, musste ich mir auch selber zugestehen. Habe ich gerade auch gemerkt. Ja, das war einfach ein ganz normales Spiel zwischen uns beiden. Ja, mehr kann man da, glaube ich, so erstmal nicht zu sagen. Okay. Viele, die jetzt vielleicht zuschauen, wissen, glaube ich, gar nicht ganz hundertprozentig genau, was E-Sports überhaupt ist. Kannst du das einmal kurz zusammenfassen, was das ist? Kurz wäre einfach nur ein unmittelbarer Wettbewerb zwischen mindestens 2 Personen bei einem Videospiel oder einem Online-Spiel. Man kann sich das so vorstellen, wir sind jetzt bei der E-Sports-Abteilung für den Bereich FIFA 20 zu haben. Und ja, junge Menschen duellieren sich quasi bei uns jetzt an der Konsole auf der PlayStation 4 in bestimmten Modi. Da gibt es jetzt den Pro-Club-Modus, 11 gegen 11. Jeder spielt einen Spieler in dem Sinne. Dort gibt es auch verschiedene Wettbewerbe, verschiedene Ligensysteme, wo man auch Sachgewinne bekommen kann beispielsweise. Und im 1 gegen 1 ist es so, wir haben jetzt die Weekend League. Da spielt man 30 Spiele am Wochenende. Und ja, das nimmt ungefähr 8 bis 12 Stunden in Anspruch, jedes Wochenende für jeden E-Sportler. Aber da kann man sich für EA-Turniere qualifizieren und da auch eben dicke Gewinne einfahren, also im Sinne von Geld. Okay. Das spielt ja im E-Sports auch eine ganz, ganz große Rolle. Dann gibt es natürlich noch Offline- und Online-Turniere. Offline momentan natürlich sehr, sehr schwer aufgrund der jetzigen Situation. Deswegen gehen jetzt gerade vor allem auch Bundesligisten auf Online-Turniere unter dem Hashtag Stay at Home. Heute auch zum Beispiel ein E-Sportler von uns, von Borussia Mönchengladbach, eingeladen in dem Sinne. Spielt jetzt gerade in dem Moment das Turnier. Und da nehmen wir dann auch teil. Ist natürlich auch eine wichtige Situation für uns. Okay. Und wie bist du zum E-Sports gekommen persönlich? Kannst du das also das Ganze fing vor 2 Jahren an. Es war von Dennis Schnieders angeleiert, die Turnierveranstaltung. Das war nämlich in der Hensch Arena im VIP-Raum. Dort habe ich am 1 gegen 1 Tag und am 2 gegen 2 Tag mit einem Kumpel teilgenommen. Habe dort recht gut abgeschnitten, würde ich sagen. War beim 2 gegen 2 im Finale. Und habe mich dann mit Dennis auseinandergesetzt, darüber gesprochen, hey, habt ihr nicht mal vor, 1 gegen 1 anzubieten? Und so hat sich das dann ergeben. Du hast gerade schon angesprochen, momentan findet auch wieder ein Turnier statt. In der aktuellen Situation Kontaktverbot. Ist das jetzt gerade nicht die Sternstunde des E-Sports? Das kann man schon so sagen. Also es ist natürlich ärgerlich mit dem Hintergrund, dass es jetzt aufgrund von Corona passiert oder von irgendeiner Pandemie, von irgendeiner Krankheit. Aber gerade jetzt ist eben die Situation die beste, die man haben kann für die E-Sports-Abteilung. Man sieht immer wieder die Bundesligisten, auch jetzt der SV Meppen mit der jetzigen Situation, die bieten halt den E-Sports-Vereinen die Plattform, auch auf den Hauptseiten. Und das ist absolut nicht selbstverständlich. Das war in den letzten Jahren, in den letzten Monaten nicht der Fall.
Und jetzt Bundesliga-Vereine posten halt E-Sports-Bilder, E-Sports-Endergebnisse. Zum Beispiel beim FC Sion habe ich jetzt gesehen, es gibt einen Ultimate Quarantine Cup. Und ja, da wird den E-Sportlern eben quasi diese Plattform geboten, die es sonst nicht gibt. Stay-at-Home-Turniere, ganz, ganz wichtig, dass es sowas gibt. Die Spendenaktionen enden dann beim SOS Kinderdorf, bei irgendwelchen Krankenhäusern und das finde ich super, gerade zu dieser Zeit. Ja, das bekomme ich halt auch mit, dass momentan immer mehr Vereine, auch der SV Meppen und auch andere Vereine, diese E-Sports-Turniere anbieten, Ergebnisse posten. Da habe ich mich gefragt, kriege ich das jetzt aktuell nur mit oder an wen richtet sich das in erster Linie? Also bin ich da vielleicht sogar schon zu alt? Also was für eine Zielgruppe ist da, sprecht ihr da in erster Linie an beim E-Sports? Also wenn man sich jetzt mal nur auf meinen YouTube-Channel versteifen würde, dort kann ich ja zumindest einsehen, welches Alter auf meinem YouTube-Channel sich, wer da so zuschaut. Und da sind dann wirklich von 12 bis 60-Jährige. Okay. Also das erwartet man gar nicht. Viele sagen ja immer, diese Jugendlichen, typisch E-Sports, wollen wirklich nur die Jugendlichen abgreifen und hindern, dass sie wirklich richtigen Fußball spielen. Aber es ist gar nicht so. Wenn ich jetzt im Stadion quasi aufnehme mit meiner Kamera und sage, okay, ich komme vom SV Meppen E-Sports, ich nehme jetzt hier für unseren E-Sports-Channel ein bisschen was auf und wir möchten euch das näher bringen, stehen da wirklich auch 40-, 50-Jährige und das finde ich mega toll, dass das so kommt. Das war vor Monaten nicht so. Aber jetzt, seitdem die 1-gegen-1-Abteilung da ist, wird es halt auch präsenter. Und natürlich schon durch den Pro Club auch, aber durch die Eröffnung von weiteren Abteilungen jetzt wird es halt immer besser. Ne? Okay. Und die Jugendlichen, klar, die sind davon auch total begeistert. Ist natürlich ganz klar. Die haben halt auch immer noch die Chance, sich zu beweisen. In den Streams bei uns kann man gegen uns spielen. Also wer da Lust drauf hat, kann uns auch gerne einfach anschreiben oder bei uns im Stream vorbeischauen. Und ja, wie gesagt, dass die Erwachsenen so langsam daran kommen, das ist eigentlich eine coole Geschichte. Du hast gerade YouTube angesprochen. Das ist sicherlich eine große Plattform, bekannte Plattform, wo man euch sehen kann. Wo kann man euch sonst sehen? Also werden die Spiele nur bei YouTube gezeigt oder gibt es da auch noch andere Plattformen, soziale Medien, wo ihr präsent seid, wo man mit euch in Kontakt treten kann? Also wir unterscheiden erstmal von der Livestream-Plattform zwischen Pro Club und 1-gegen-1. Steve Leon ist unser E-Sports-Caster vom Pro Club-Team. Der macht dann zum Beispiel mit Dennis Schnieders immer die Interviews oder mit Einzelspielern vom Pro Club-Team. Das Ganze findet man auf Facebook beim SV Meppen E-Sports. Das findet auch eine sehr große Reichweite. Der SV Meppen unterstützt uns auch regelmäßig. Ist auch eine gute Sache. Und 1-gegen-1 E-Sportler findet man auf Instagram beim SV Meppen E-Sports selber. Wir haben zudem halt auch Einzelprofile. Und wenn es um Livestreaming bei uns geht, findet man Maurice Jangrotens und mich quasi auf YouTube, weil wir die Plattform als Livestream-Plattform besser finden. Und Max Notgar und Niklas Kowalczyk eben auf Twitch. Da gibt es verschiedene Sachen, die einem davon abhalten, auf dem einen oder anderen Channel zu streamen. Okay. Und steht jetzt in naher Zukunft irgendwie was Großes vielleicht noch an? Ist da was geplant, was jetzt noch kommen könnte? Ja, das kann man so sagen. Also wir haben jetzt in letzter Zeit geplant, E-Spieltage auszutragen. Wie alle jetzt wissen sollten, findet kein Fußball statt. Auch beim SV Meppen leider nicht. Ich würde gerne in die Arena gehen, aber es geht nicht. Und dementsprechend haben wir uns jetzt zusammen mit Dennis Schnieders, meine Wenigkeit, und halt dem SV Meppen, wo ich auch nochmal meinen Dank aussprechen muss. Das ist in der Situation nicht selbstverständlich, dass man uns zuhört. Aber wir haben uns darauf geeinigt, E-Spieltage auszutragen. Das bedeutet halt ein virtuelles Spiel nachspielen. Das virtuelle Spiel, was eigentlich zu dem Zeitpunkt stattfinden soll, auf Facebook per Livestream zu schalten. Jetzt am 4.4. ist dann direkt das erste Spiel, Hallischer FC gegen SV Meppen. Okay. Und da spielt dann Leonhard Bredul, kennt man ja als Meppener, gegen den Innenverteidiger des HFC, Jannis Vollert, der bislang jedes Spiel absolviert hat und dementsprechend auch ein sehr, sehr guter FIFA-Spieler eventuell ist. Muss man halt schauen, wie die sich duellieren, aber das ist, glaube ich, ein ganz gutes Format, wo junge und alte Menschen zusammenkommen können. Wir haben da auch einen Ticketverkauf geschaltet über den Ticket-Online-Shop des SV Meppen, über Reservix. Und da kann jeder Meppen-Fan, auch auswärtige Fans, falls sie Bock haben, den SV Meppen zu unterstützen, halt Tickets kaufen. Da gibt es ein Stehplatzticket für 5 €, quasi ein Sitzplatzticket für 10.
oder auch das Supporter-Ticket für 1912. Ich glaube, das ist dann selbsterklärend. Okay. Und ja, Interviewpartner, zum Beispiel Christian Neidhardt, direkt haben wir zum ersten Spiel eingeladen. Ist natürlich eine gute Option, mal darüber zu reden, wie die Jungs trainieren. Im Gegensatz zu uns, dass man das mal vergleicht, weil wir ja trotzdem trainieren können als E-Sports-Team. Ja. Aber ja, so werden wir das dann machen. Und die nächsten Spieltage darauf auch. Und das Spiel wird dann bei Facebook gezeigt auch? Genau, ab 13:30 Uhr am Samstag. Jeden Samstag jetzt, bis die 3. Liga wieder beginnt, wollen wir mal hoffen, dass die wieder beginnt. Und ja, eine halbe Stunde dann Interviews geben, bis 2 Uhr, quasi so eine Vorberichterstattung. Ganz normal wie bei dem richtigen Spiel. Dann wird 10 bis 15 Minuten die Halbzeit gespielt, dann Spendeneinblendungen etc., dass man jedem mal dankt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann die zweite Halbzeit und dann halt ein Nachinterview mit Leonhard beispielsweise. Okay. Ja, vielleicht ist das ja sogar eine Option, die Saison virtuell wirklich zu Ende zu spielen. Ja. Wollen wir mal hoffen, dass der SV Meppen da gut abschneidet. Ähnlich gut, wie die das auf dem Feld gemacht haben, die 11 Spieler. Nun sitzt du hier vor mir sportlich als E-Sportler. Da hat man natürlich auch viele Vorurteile erstmal, sage ich mal. Man denkt so, ja, das sind welche, die sitzen den ganzen Tag nur am Computer und essen Pommes, trinken Cola oder andere Getränke. Nun weiß ich von dir, dass du studierst nebenbei noch. Und du bist aber auch sportlich ganz aktiv. Das kann man so sagen. Also bei uns werden Leute quasi eingestellt unter der Anforderung, dass sie auch Sport betreiben. Okay. Das ist uns vom SV Meppen sehr, sehr wichtig. Da sieht man auch bei einigen anderen Vereinen, dass es auch so gehandhabt wird. Wir sind alle sportlich. Ich selbst habe 15 Jahre lang Fußball gespielt. Ich bin ein absoluter Fußballliebhaber. Also mich ohne Sport, das gibt es nicht. Wir haben ja auch zusammen mit dem Fanprojekt jetzt mit euch Futsal in Meppen gegründet. Spielen da mit Jugendlichen quasi Futsal. Das ist mir persönlich sehr wichtig, dass die Jungs auch soziale Kontakte knüpfen. Und unter anderem auch eben, dass der E-Sport so langsam von den Sachen, die einem vorgeworfen werden, so wegkommt. Das ist für mich nicht ganz tragbar, wenn man uns nachsagt, dass wir unsportlich sind, dass wir nur vor dem PC sitzen oder vor der Konsole. Das wird es nie geben. Also natürlich am Wochenende sitzt man da mal 10 Stunden vor, aber dennoch gehe ich vor allem nach dem Zocken immer eine Runde joggen oder zum Fitnessstudio. Da sind wir dann auch alle aktiv. Niklas Kowalczyk beispielsweise ist ja, im Handballteam. Maurice hat auch in der A-Junioren-Bundesliga gespielt, also auch sehr, sehr hoch Fußball gespielt. Und ja, also bei uns spielt eigentlich jeder irgendwie im Verein, hält sich im Fitnessstudio fit. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Und solche Vorwürfe schmerzen einem schon, muss man sagen. So, aber ich denke, uns sieht man allen an, dass wir eigentlich ziemlich sportlich sind. Genau, wir haben ja Anfang des Jahres gemeinsam das Futsal-Training ins Leben gerufen, immer montags von 16 bis 18 Uhr. Auch da war ich auch völlig verwundert, wie wichtig euch auch die soziale Komponente ist, aber auch die sportliche Komponente ist. Und es wird ja auch super angenommen. Ja, also sind immer sehr, sehr viele beim Training. Uns macht das mega Spaß. Ihr habt mega Spaß. Die jungen Leute haben richtig Spaß, euch kennenzulernen, zu wissen, aha, den sehe ich sonst nur am Computer oder im Stream. Jetzt kann ich auch persönlich mit dem spielen. Also ihr seid auch wirklich ganz nah an euren Fans auch dran, kann man ja sagen. Also es sind ja auch eure Fans richtig. Ja, das macht super Spaß. Und jetzt würde ich allerdings sagen, du hast gerade mir hier bei FIFA das erste Ding reingemacht. Ne? Und auch wenn ich nicht mit Meppen spiele, ein bisschen ehrgeizig bin ich doch. Also ich würde sagen, ganz herzlichen Dank für das Interview. Aber jetzt möchte ich gucken, ob du an der Konsole wirklich so stark bist, wie du versprochen hast. Danke, Simon. Jetzt ziehe ich dich ab. Alles klar. Gut, dann Besten Dank. Machen wir mal weiter. Und allen anderen natürlich viel Spaß beim Zugucken. Und bleibt zu Hause, bleibt gesund. Und ja. Besten Dank. Dafür nicht. Da nicht für. So, dann wollen wir mal weitermachen hier. 1-0 sehe ich gerade. Ja, ich bin noch am Trainieren. Direkt das 2-0.